Die Geistergleise, Maltas ungelöstes Steinrätsel. Auf den Inseln Malta und Gozo im Mittelmeer befindet sich eines der faszinierendsten Rätsel der europäischen Archäologie. Der felsige Untergrund dieser Inseln ist an über 150 dokumentierten Orten von tiefen, parallel verlaufenden Rillen durchzogen. Diese sogenannten Kartrats, zu Deutsch Karrenspuren, wirken wie versteinerte Gleisanlagen aus einer längst vergangenen Zeit. Sie schneiden sich kilometerweit in den harten Kalkstein und hinterlassen ein Netzwerk, das die Forschung bis heute vor ungelöste Fragen stellt. Besonders eindrucksvoll ist das Gebiet im Süden der Hauptinsel Malta. Weil sich die steinernen Rillen hier auf engstem Raum kreuzen, gabeln und bündeln, gaben britische Forscher dem Ort den Spitznamen Clapham Junction, benannt nach dem großen und unübersichtlichen Londoner Bahnhof. Die Fakten zu diesen Spuren sind erstaunlich präzise. Die Spurweite der Rinnen ist fast immer gleich und misst verlässlich zwischen 110 und 140 cm. Das deutet auf eine streng standardisierte Nutzung hin. Die Tiefe variiert jedoch stark. Manche Spuren sind nur wenige Zentimeter tief ins Gestein gekratzt, andere graben sich als regelrechte Gräben bis zu 60 cm tief in den Boden. Obwohl die Anlage optisch an ein gut durchdachtes Verkehrssystem erinnert, stoßen gewöhnliche Erklärungen schnell an ihre Grenzen. Die erste große Ungereimtheit ist der fehlende Abrieb. Wenn diese Furchen durch den jahrhundertelangen Transport mit schweren, von Tieren oder Menschen gezogenen Karren entstanden sind, müsste der Fels zwischen den Spuren zwangsläufig stark abgenutzt sein. Das ist jedoch nicht der Fall. Der Stein exakt zwischen den Rillen ist oft völlig unberührt. Es gibt keinerlei Hinweise auf Hufabdrücke oder ausgetretene Pfade. Noch rätselhafter wird es bei der Wegführung. Zahlreiche dieser Trassen ergeben aus einer logistischen Perspektive absolut keinen Sinn. Sie beschreiben extrem enge Kurven, die für starre und schwere Transportmittel ungeeignet wären. Andere Spuren führen geradewegs über steile Klippen ins Nichts oder verlaufen unter der heutigen Wasseroberfläche des Mittelmeers unbeeindruckt weiter. Das wirft unweigerlich die Frage auf, ob die Spuren zu einer Zeit entstanden, als der Meeresspiegel noch deutlich tiefer lag und heute überflutete Landbrücken passierbar waren. Wie konnten enorme Lasten über Kilometer hinweg in einer festen Spurweite bewegt werden, ohne dass die antreibende Kraft Abnutzungsspuren zwischen den Rillen hinterließ? Welchen Sinn ergaben Transportwege, die heute scheinbar völlig ziellos an steilen Klippen enden oder auf den Grund des Meeres führen? Handelte es sich bei diesen Spuren überhaupt um ein Transportsystem, oder wird der Anlage aus heutiger Sicht fälschlicherweise ein rein logistischer Zweck zugeschrieben? Auch das Alter der Geistergleise ist bis heute nicht abschließend geklärt. Viele Experten vermuten die Entstehung in der maltesischen Bronzezeit, also etwa 2300 bis 1000 vor Christus, da sich in der Nähe oft Siedlungsreste aus genau dieser Zeit finden. Andere Forscher datieren sie noch weiter zurück in die sogenannte Tempelperiode zwischen 3800 und 2500 vor Christus. Genauso umstritten bleibt der eigentliche Zweck der Anlage. Waren es Transportwege für riesige Steinblöcke, die auf Kufen bewegt wurden? Handelte es sich um ein gigantisches, inselweites System, um in der trockenen Landschaft wertvolles Regenwasser aufzufangen und zu leiten? Oder dienten die Wege einem völlig anderen, entfallenen Zweck? Am Ende bleibt die Anlage das stumme Zeugnis einer Zivilisation, die eine enorme Arbeitsleistung vollbrachte, ohne der Nachwelt auch nur einen einzigen schriftlichen Hinweis auf den wahren Grund zu hinterlassen.